NIO und XPeng drängen schon 2022 auf den europäischen Markt. Geely mit seiner Elektromarke Zeekr will 2023 sein Glück versuchen. Denn dann soll das fast 5 Meter lange Elektroauto 001 bei uns in Deutschland starten. Alles, was man zum Zeekr 001 aktuell wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der Zeekr 001 ist das erste Modell der Marke. Es wurde im September 2020 unter dem Namen Lynk Zero Konzept vorgestellt. Das Modell kam am 23. Oktober auf den Markt. In den knapp 3 Monaten bis Jahresende lieferte die Marke immerhin knapp 3800 Stück davon aus. Bis Ende diesen Jahres will Zeekr schon 70.000 Autos ausliefern. Und Anfang 2023 soll der Wagen dann in der EU auf den Markt kommen. 2025 will die Geely-Marke dann insgesamt 7 Modelle auf dem Markt haben. Dann will Zeekr insgesamt 100.000 Fahrzeuge exportieren. Den Zeekr 001 kann man als elektrischen Shooting Brake oder Kombi bezeichnen. Die Karosserie erinnert an den Taycan Cross Turismo. In China sind aktuell 3 Versionen erhältlich, dazu aber gleich mehr. Jedenfalls ist Hightech für Zeekr genauso wenig ein Fremdwort wie für NIO oder XPeng. So gab die Marke kürzlich 2 Kooperationen in Sachen autonomes Fahren bekannt. Mit Waymo entwickelt Zeekr einen autonomen Ridesharing-Van und mit der Intel-Tochter Mobileye will man bis 2024 Fahrzeuge entwickeln, die auf Level 4 autonom fahren können. Was einem zuerst ins Auge fällt: die Front sieht aus wie ein Lynk & Co. Kein Wunder angesichts seiner Geburt als Lynk & Co. Konzeptauto. Es ist wahrscheinlich der polarisierendste Teil des Exterieurs. Die geprägten DRLs oben auf der Motorhaube an den äußersten Ecken sitzen auf riesigen Ausbuchtungen, die in der Motorhaube einsinken. Die Scheinwerfer sitzen außen mittig auf der Frontschürze. Eine interessante Besonderheit ist, dass die Belüftungsöffnungen am unteren Rand der Schürze nicht nur Show sind, sondern Luft über die vorderen Bremsen leiten. Wahrscheinlich eine gute Sache, wenn man bedenkt, wie schwer der Zeekr 001 ist. Zeekr nennt den 001 einen Shooting Brake. Das machen sie, weil Schräghecklimousinen auf dem chinesischen Markt nicht so begehrt sind. Die Fensterlinie ist ziemlich hoch und versucht dem gesamten Auto das Gefühl einer niedrigeren Dachlinie zu geben. Und sie macht einen guten Job, um zu verbergen, wie riesig dieses Auto tatsächlich ist. Das sieht auf den Bildern gar nicht so groß aus. Man sieht einige Falten an der Seite der Türen, wobei eine schwarze Zierleiste das eckige Design fortsetzt. Das Seitenprofil sieht mit kurzen Überhängen vorne und hinten sehr sportlich aus. Das Heck aber setzt das sportliche Design des Zeekr mit einem auf dem Dach montierten Spoiler, einer schönen schrägen Luke und einer leichten Anhebung am Ende der Kofferraumkante fort. Die automatischen LED-Rücklichter umhüllen die Ecken und das gesamte Heck und verleihen ihm einen unverwechselbaren Stil. Einige tief ausgeschnittene Karosserieteile rund um die hinteren Reflektoren unten und ein kleiner gestylter Diffusor bilden das i-Tüpfelchen. Der Innenraum beim Zeekr 001 spielt eine große Rolle. Überall Nappa-Leder, ein Alcantara-Dachhimmel und Berührungspunkte aus massivem Metall. Das Niveau der im Zeekr 001 verwendeten Materialien zerschmettert jeden anderen Elektro unter 40.000 €. Der Innenraum wirkt auch erstmal extrem hochwertig und gut durchdacht. Die Mittelkonsole verfügt über einen Haltegriff für den Beifahrer, was ein fahrerorientiertes Cockpit mit einem kokonischeren Gefühl schafft. Die kapazitiven Tasten in der Mittelkonsole sind ebenfalls zum Fahrer hin abgewinkelt, was die Konzentration des Fahrers verstärkt. Das Multifunktionslenkrad verfügt über 2 berührungsempfindliche Pads, die ihre Funktion ändern, je nachdem, was man gerade macht, wobei ihre Funktionalität auf dem HUD angezeigt wird. Die Instrumententafel ist 8,8 Zoll groß, super lang und schmal, mit Flügeln an den äußeren Enden, die traditionellere Fahrzeugwarnsymbole anzeigen. Diese Flügel wickeln sich ein wenig um die Seite, was wieder dieses Gefühl von eingesponnenem Fahrerfokus vermitteln soll. Der 15,4 Zoll Infotainment Touchscreen erfüllt alle Erwartungen. Er verfügt über einen anpassbaren Startbildschirm mit beweglichen App-Vorschauen, wie dem Navigationsgerät, Medien und einigen Schnelltasten. Leute, nicht vergessen, ihr könnt noch bis Sonntag, den 9.10.2022 an meinem 5000 Abo-Special-Gewinnspiel mitmachen. Der Premium-Wallbox-Hersteller Desony und ich verlosen nämlich eine Wallbox für über 2000 €.
Mit der DAZN iQ sind PV-Überschussladen und Dienstwagenabrechnungen in einem vereint. Aber die Wallbox kann noch viel mehr. Was das ist und wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, seht ihr in meinem 5000 Abo-Special-Video, welches ich euch hier oben rechts verlinke. Wenn ihr es aber nicht abwarten könnt, dann kauft euch die DAZN iQ einfach gleich mit dem Link in der Beschreibungsbox. Weiter geht's. Der Sika 001 ist 4,97 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand beträgt 3 Meter. Es gibt erstmal 3 Varianten. Das Langstreckenmodell hat logischerweise die geringste Leistung mit 200 kW oder 272 PS und 384 Newtonmeter aus einem einzelnen Motor. Leistung steht für dieses Modell nicht im Vordergrund, aber 0 auf 100 km/h werden in 6,9 Sekunden absolviert, was schon sehr ordentlich ist und für den Alltag mehr als ausreichen dürfte. Alle anderen Modelle in der Reihe haben Doppelmotoren, die die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden absolvieren. Sogar die Basisversion mit Allradantrieb. Sie alle verfügen über 400 kW oder 544 PS und 768 Newtonmeter, die vorne und hinten gleichmäßig 50-50 aufgeteilt sind. Das Top-Allrad-Modell ist das einzige, das die Hochleistungsmotoren von Yamaha verwendet, die zwar auf dem Papier die gleichen Leistungsstatistiken haben, aber angeblich einen geringeren Verbrauch bieten. Das Top-Modell ist serienmäßig mit Luftfederung ausgestattet, die anderen kommen mit einer klassischen Federabstimmung aus. Mit einem Doppelquerlenker vorne und einem Mehrlenker hinten soll sich die AWD-Basis geschmeidig und einfach handhaben lassen. Die Lenkung des Sika 001 soll direkt und anständig in Kurven fahren können, obwohl sein Cousin, der Polestar 2, in diesem Bereich viel mehr Talent habe und ansprechender sein soll. Allerdings muss man berücksichtigen, dass der Sika 001 mit einem Gewicht zwischen 2225 Kilogramm und 2350 Kilogramm extrem schwer ist und das sollte man spätestens in den Kurven und beim starken Bremsen merken. Einer der größten Kompromisse beim AWD-Basismodell ist wahrscheinlich die Batterie und damit die Reichweite. Alle Sika 001 mit Ausnahme des AWD-Basismodells sind mit einem 100 Kilowattstunden CATL-Lithium-Ionen-Akku mit einer Energiedichte von 176,6 Wattstunden pro Kilogramm ausgestattet. Der Basis-Allradantrieb muss mit einem 68 Kilowattstunden Paket und einer niedrigeren Energiedichte von 170,2 Wattstunden pro Kilogramm auskommen. In Bezug auf die Reichweite hat der Basis-AWD offensichtlich die niedrigste Reichweite, die mit 535 Kilometer angegeben wird, während die Basis-RWD Long-Range-Version die höchste Reichweite mit 732 Kilometer bietet. Die Angaben sind jedoch alle in CLTC, da darf man ruhig nochmal ca. 30% von den angegebenen Reichweiten abziehen. Alle Modelle können an einem Schnelllader in 35 bis 40 Minuten aufgeladen werden. Der Sika 001 steht auf der neuen SEA-Plattform von Geely, die mit 800 Volt Technologie an den Start geht. So kann der Sika 120 Kilometer in 5 Minuten nachladen. Die günstigste Ausstattung ist die Wii Edition ab 43.000 Euro. Die mittlere Version Mi Edition beginnt bei ca. 50.000 Euro und die Spitzenklasse U Edition kostet ca. 56.000 Euro. Die Modellpalette der meisten Elektroautohersteller umfasst ein Einstiegsmodell, dann ein Langstreckenmodell, wobei jede Art von Performance-Modell ganz oben auf dem Stapel sitzt. Die Besonderheit des Sika 001 liegt aber auf dem Basismodell, bei dem Kunden ein verlockendes Angebot erhalten. Für die 43.000 Euro Basis hat man die Möglichkeit zwischen einer Long-Range-Version mit einem einzelnen Heckmotor oder einem Basis-Allrad-Dual-Motor zu wählen, der die gleiche Leistung und Beschleunigung wie die teureren Modelle der Reihe bietet. Na, was haltet ihr vom Sika 001? Würdet ihr euch so einen bestellen, sobald er nach Deutschland kommt? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!